Heute lade ich dich zu meinem Plan B Workshop nach Serbien, nach Belgrad ein. So, wenn du zum Beispiel ein Kryptodepot oder ein Bankkonto suchst, das nicht nach Hause telefoniert, also nicht am automatischen Informationsaustausch teilnimmt, oder einen Plan B Wohnsitz suchst, der keine großen Investitionen erfordert, mit dem Auto erreichbar ist, dann komm unbedingt mit mir nach Belgrad, nach Serbien. Viele wollen, aber können ja heute noch nicht auswandern. Und dann fang doch einfach mit kleinen Schritten an. Also einige unserer Mandanten haben das schon relativ schnell erkannt und haben gesagt, okay, ich will eigentlich viel weiter weg, ich will eigentlich so einen großen Wurf starten, funktioniert aber heute nicht. Und dann kann man mit Serbien beispielsweise schon an die Umsetzung gehen, wie und warum das interessant sein könnte für dich in diesem Video. Auch wenn es übrigens um Serbien geht, jetzt hier gleich im Video, könnte es ja auch sein, dass einer der anderen Workshops und Plan B-Reisen, die wir planen und organisieren, für dich interessant ist. Wir haben ja Workshops in Irland, in Schottland, in London, in Zürich, in Dubai, Georgien oder Plan B-Reisen nach Texas, Sansibar, Sierra Leone im Programm. Übrigens, Sierra Leone haben wir jetzt eine spezielle Delegation, wo du auch mal dem Präsident und Vizepräsident die Hand schütteln kannst, wenn dich dort das Staatsbürgerschaftsprogramm vielleicht interessiert, ist ja mit der schnellste Zweitpass und günstigste Zweitpass, den man erwerben kann. Aber das Beste, und das gilt auch für unseren Serbien-Workshop in Belgrad, das Beste für viele unserer Mandanten ist einfach mal 1, 2 oder 3 Tage mit Gleichgesinnten zu verbringen. Das bringt manchmal viel mehr Klarheit, als nur YouTube-Videos anzuschauen oder Websites und E-Books zu lesen, erweitert den Horizont, man kann hören, was die anderen schon probiert haben, was vielleicht schiefgegangen ist und sich so gegenseitig inspirieren. Wobei ich habe gerade gesagt, E-Books sind weniger interessant als YouTube-Videos oder vielleicht Webseiten zu schauen. Trotzdem an der Stelle nochmal, wenn eine kleine Werbung machen will für 2, 3 kleine E-Books, die wir auch anbieten. Also zum Beispiel das E-Book der 5 W-Fragen, die dir helfen, für dich eigentlich einen klareren Blick für einen zu dir passenden Plan B zu bekommen, oder auch ein E-Book Vergleich Georgien-Serbien oder ein E-Book zum Vergleich der 3 besten Zweitpässe, die man durch Spende oder Investition in kürzester Zeit erwerben kann. Aber wie gesagt, besser ist in jedem Fall das persönliche Gespräch, und wer konkrete Fragen hat, das Beratungsgespräch natürlich, und wer noch gar nicht weiß, was er fragen soll oder schon Antworten hat, aber umsetzen will, also der ist natürlich bei so einem Workshop oder einer Plan B-Reise hervorragend aufgehoben. Also heute, wie gesagt, lade ich dich ein zu meinem Serbien-Workshop in Belgrad. Und naja, wenn du nicht gleich auswandern kannst, dann, wie gesagt, fang mit kleinen Schritten an. Und Serbien ist ja ein echtes Plan B-Land mitten in Europa. Eigentlich aus meiner Sicht sehr unterschätzt, schnell erreichbar, voller Chancen, tollem Lifestyle. Wir sind dort ja regelmäßig vor Ort und haben einen sehr, sehr guten, kompetenten Partner auch, der Deutsch spricht, der Marin. Und in unserem Workshop in Belgrad zeige ich dir und zeigt Marin dir, wie du in nur 1, 2 Tagen, wie gesagt, ganz konkret mit der Umsetzung deines Plan Bs starten kannst. Wobei, das muss ich an der Stelle leider sagen, also leider musst du mehr als einmal nach Serbien reisen, nach Belgrad reisen, um wirklich alles abzuschließen. Aber wie gesagt, in 2 Tagen kannst du alles hervorragend auf den Weg bringen, wenn du es vielleicht auch schon vorher vorbereitest. Du bekommst ein kostenfreies Vorbereitungsgespräch von unserem Partner. Wenn du dich also anmeldest für unseren Workshop, dann wirst du vorher angerufen oder kannst selber da anrufen, per WhatsApp, per E-Mail, per Telefon dich austauschen. Und wenn du gut vorbereitest, alle Unterlagen mitbringst, die du brauchst, dann hast du da 2 Tage Papierkram und kannst im Prinzip die Kontoeröffnung starten. Du kannst ein Bankschließfach vielleicht mieten. Du kannst sehen, wie man anonym Gold kaufen kann, wie man den Aufenthalt beantragen kann. Kannst also direkt schon anfangen, den Aufenthalt dort zu beantragen. Bekommst dann so eine kleine Plastikkarte. Am Ende allerdings nicht schon bei dem ersten Besuch leider. Kannst eine Firma gründen oder sehen, es gibt ja verschiedene Wege, dort den Aufenthalt, also das permanente Visum zu bekommen, über Immobilienkauf auch natürlich. Du kannst Immobilien-Krypto-Investments prüfen, du kannst ein Depot eröffnen, und wie gesagt, den Link zu unserem nächsten Workshop in Serbien. Ich würde mich echt freuen, wenn wir da zusammen auch 1, 2 Tage Zeit verbringen könnten. Den findest du hier eingeblendet, oder scan einfach den Barcode. So, warum Serbien? Also, wieso sagt man, Serbien ist ein echter Geheimtipp für Unternehmer, Auswanderer, Investoren? Also,
Serbien ist nur 2 Flugstunden von den meisten mitteleuropäischen Ländern entfernt, relativ leicht mit dem Auto erreichbar. Es gibt keine Anwesenheitspflicht für deinen Plan B-Visa, es sei denn, du möchtest die steuerliche Ansässigkeit als als Zertifikatsnachweis haben. Es ist 0% Vermögenssteuer, keine Schenkungs- und Vermögenssteuer, 15% Körperschaftssteuer, keine Gewerbesteuer. IP-Box ist nur 3%, Kapitalerträge und Dividenden 15%. Das ist natürlich mehr als in ganz steuerfreien Ländern, aber für Europa eine sehr, sehr gute Hausnummer. Und wie gesagt, 0% Steuer auf Kryptogewinne. Also Serbien ist wirklich ein tolles Land. Wie gesagt, weil es eben auch ein echtes Land ist. Es ist keine Insel. Du musst da nicht irgendwie 20, 30 Flugstunden entfernt von deiner Heimat verbringen. Naja, wie gesagt, wenn du mehr als 183 Tage pro Jahr dort verbringst oder eben der Mittelpunkt deiner Lebensinteressen, Wohnsitz, Familie, Arbeit, Vermögen in Serbien liegt, dann gilt die Welteinkommensbesteuerung. Du bekommst auch das Ansässigkeitszertifikat und da sollst du dich vielleicht dann auch nochmal genau beraten lassen zu dem Thema, was passt wirklich zu dir. Serbien hat ein Doppelbesteuerungsabkommen mit Deutschland. Das heißt zum Beispiel Renten, Dividenden, Zinsen, etc. können in Serbien besteuert werden. Und Deutschland rechnet das an, beziehungsweise verzichtet eben dann auf die Besteuerung. Und gerade wer jetzt Rente empfängt, also wir haben einige Mandanten, die Rentenempfänger sind, vielleicht sogar Berufsunfähigkeitsrente. Und da ist Serbien ein echter guter Plan B-Standort. Wie gesagt, kein Informationsaustausch, kein Teil der EU, aber schon eine gewisse EU-Nähe. Man will ja den Schengen-Zugang auch nicht verlieren. Es ist ein echtes Land zum Leben und zum Genießen. Also das sollst du dich wirklich davon überzeugen, wenn du da mal durch die Straßen läufst. Wir gehen jetzt zusammen auch in ein ganz tolles Restaurant übrigens, wenn wir uns da treffen. Goldkäufe sind bis 10.000 Euro anonym möglich, aber man kann es mehrmals am Tag bei mehreren verschiedenen Händlern machen. Also du kannst größere Beträge schon in Gold investieren pro Tag, anonym. Kontoeröffnungen, wie gesagt, machen wir da in gleich mehreren Banken. Zum Beispiel die Raiffeisenbank, die Intesa Bank, die AIK Bank oder die API Bank. Es gibt, ich hatte es vorhin schon gesagt, keinen automatischen Informationsaustausch, nicht die Bank und nicht die Kryptobörse. Das heißt, bei der Kontoeröffnung wird keine Steuernummer abgefragt, beziehungsweise es gibt schon ein Feld im Formular, aber da kannst du eigentlich eine Telefonnummer eintragen. Es ist einfach nur ein Feld in der Banking-Software und man will nicht wirklich deine deutsche Steuernummer da wissen. Und du kannst natürlich auch eine lokale Adresse angeben, eine andere Adresse angeben, vom Ferienhaus beispielsweise auch. Das ist im Prinzip relativ nebensächlich. Wie gesagt, du bekommst ja von uns eine lokale Adresse im Paket gestellt. Das heißt, unser Partner meldet dich da an. Es gibt verschiedene Optionen. Du kannst natürlich auch eine kleine Airbnb-Wohnung mieten. Du kannst eine Immobilie kaufen und diese Adresse angeben. Aber der einfachste Weg ist, wie gesagt, die lokale Adresse im Paket von unserem Partner da zu verwenden. Ja, also nicht schlecht. So hast du eben dann einen KYC-Wohnsitz, weil wenn zumindest der Bankauszug reicht. Also du bekommst ja ein Bankkonto. Wenn du da mit uns das Paket oder mit unserem Partner das Paket startest, das kleinste Paket ist ja die Bankkonten oder Kontoeröffnung in Verbindung mit der Anmeldung vor Ort. Naja, da kannst du deine lokale Adresse, die im Paket drin ist, angeben und bekommst natürlich dann Kontoauszüge mit der lokalen Adresse, bei der wir dich anmelden. Und da hättest du schon so einen kleinen parallelen KYC-Wohnsitz, wenn du das auch für andere Zwecke brauchst. Es gibt ja die Möglichkeit, auch den Aufenthalt in Serbien über einen Immobilienkauf zu bekommen. Und da gibt es keine Größenordnung, wie viel du investieren musst, so wie in anderen Ländern, zum Beispiel Sansibar, sind wir alle paar Monate mit einer größeren Gruppe unserer Mandanten. In Sansibar ist ja so, wenn du 100.000 US-Dollar in eine kleine Wohnung oder ein kleines Haus investierst, bekommst du ein lebenslanges Wohnrecht. Aber wie gesagt, 100.000 US-Dollar für eine kleine Wohnung, da sind auch mal schnell 150 oder 200.000 US-Dollar, wenn man was Schöneres, Größeres sich aussucht, fällig. In Serbien kannst du dir eigentlich ein Grundstück mit einem renovierungsbedürftigen Haus in einem Village, im Dorf kaufen und kannst darauf eben deinen Aufenthalt, deinen Daueraufenthalt dort begründen. Also nicht schlecht. Und einige unserer Mandanten haben das auch schon umgesetzt. Der Aufenthaltstitel, wie gesagt, über die Immobilienkauf ist eine Variante, aber auch über die Anstellung oder Firmengründung. Man bekommt es beim ersten Mal bereits für 3 Jahre. Da bekommst du gleich im Prinzip eine 3 Jahre gültige Aufenthaltskarte, so ein kleinen, wie so ein Personalausweis sieht der aus. Und im Anschluss dann unbefristet. Und es gibt auch den Weg zur Staatsbürgerschaft über Citizenship by Exception. Das ist machbar. Und
der Pass der Serbische hat eben noch den Schengen-Zugang, was nicht schlecht ist und er ist bezahlbar. Also hat einen sehr, sehr attraktiven Preis für diesen Pass. Und wie gesagt, es gibt Citizenship by Exception. Normalerweise sollte man dann einen nennenswerten Beitrag im Land leisten durch eine Investition, Firmengründung, Arbeitsplätze schaffen oder zumindest eben den Plan vorlegen, dass man das im nächsten Jahr tun will. Aber unser Partner wird ja auch dort vor Ort eine Abkürzung, Expresszugang ohne diesen ganzen Plan da mit Firmengründung und Arbeitsplätze schaffen vorstellen. Wie gesagt, Belgrad ist eine lebendige, westlich geprägte Stadt, erinnert an Berlin, München, die schönen Stellen von diesen Städten und ist viel, viel günstiger. Und es ist, wie gesagt, sehr, sehr angenehm dort. Überzeugt dich selbst. Ich war selbst ja vor Ort. Die Banken sind, ja, sagen wir, klassisch, aber extrem zuverlässig. Die Kontoeröffnung hm, dauert ungefähr, wenn du da deinen Termin bei der Bank hast, eine halbe Stunde, würde ich sagen, habe ich da gesessen. Formular, ein, zwei, drei Unterschriften erledigt und die Karten, also deine Kreditkarten bekommst du allerdings dann per DHL, also die Kontoeröffnung ist leider nicht am selben Tag. Wir bieten sowas ja auch an in einigen anderen Locations. Wenn du also Bankkonten im Ausland suchst, kannst du dich durchaus diversifizieren. Aber Serbien als Bankenstandort ist ein klasse Plan B Standort. Wie gesagt, wir haben da einen Deep Dive Workshop. Wir tauchen ganz tief ein. So 1,5 Tage musst du rechnen, mindestens an Zeitaufwand. Also einen vollen Tag haben wir Workshop da in unserem Veranstaltungshotel. Übrigens, unser Workshop, das machen wir ganz, ganz selten, ist in dem Fall ja inklusive Übernachtung. Das heißt, wir haben Zimmer reserviert im Hotel zum sehr, sehr günstigen Preis. Kannst du dich selber überzeugen auf unserer Buchungsseite. Und das liegt einfach daran, dass unser Partner dort vor Ort auch gute Connections im Tourismusbereich ist. Er hat selber da auch eine Unternehmung in dem Bereich. Und ja, es ist ein ganz tolles Hotel in einer super Location. Wir laufen auch von dort dann ins ein super tolles Restaurantviertel dann zum tollen Abendessen, wo du auch mal einen serbischen Wein dann oder mehrere serbische Weine testen kannst. Also ich war wirklich begeistert. Was erwartet dich sonst noch vor Ort? Also wir haben eigentlich Experten für alle wichtigen Fragen direkt vor Ort. Also obwohl du natürlich mit mir ein Beratungsgespräch buchen kannst zu Serbien, aber es ist was ganz anderes da vor Ort mit einem Migrationsberater, mit einem Steuerberater, mit einem Anwalt, mit einem Krypto-Experten vor Ort mal zu sprechen. Die stellen sich da alle vor, werden künftig natürlich gerne auch deine Ansprechpartner sein. Wie gesagt, anschließend dann am zweiten Tag beginnen wir oder unser Partner eben mit dir dann die verschiedenen Termine, je nachdem, was du dort umsetzen willst. Also vielleicht willst du ja nur den Workshop besuchen und noch überlegen. Aber wenn du umsetzen willst, geht es am zweiten und dritten Tag los, je nachdem, was du alles umsetzen willst. Also er geht dann mit dir zur Bank oder zu mehreren Banken, um eben die Kontoeröffnung zu starten. Es geht auch zum Anwalt, um da die entsprechenden Vollmachten zu unterschreiben für deinen Aufenthaltstitel, wie gesagt, Aufenthalt über Immobilienkauf oder Firmengründung. Das kann man da beginnen schon mit dir. Oder eben was ganz Einfaches, auch eine Anstellung in der Firma unseres Partners. Auch das ist eine Option. Wie gesagt, eine Firmenstruktur aufsetzen, natürlich eine Steuernummer, Bankaccount auch für die Firma dann auf den Weg zu bringen. All das können wir dort mit dir besprechen und deinen persönlichen Plan B für Serbien angehen. Du kannst, wenn du möchtest, dann auch am zweiten, und wenn du möchtest, auch noch länger natürlich bleiben, den Immobilienmarkt kennenlernen. Mit auch Finanzierungsmöglichkeiten übrigens für Ausländer über eine russische Bank, die es da gibt. Du kannst dich mit Unternehmern, Investoren, digitalen Nomaden austauschen und wie gesagt auch mal optional die Schritte in Richtung serbische Staatsbürgerschaft prüfen. Vielleicht ist das ja auch für dich interessant. Und in jedem Fall gehst du nach dem Workshop, wenn du das möchtest, mit deinem Konto. Das ist dann mindestens schon beantragt. Die Karten, das dauert dann halt nochmal 10 Tage, bis sie bei dir zu Hause sind. Wie gesagt, dein Aufenthaltstitel, der ist in Bearbeitung, wenn du nach Hause gehst. Du musst dann noch ein zweites Mal anreisen, um deine Karte entgegenzunehmen. Das werden wir dir alles erklären. Ja, geopolitisch wollen wir die Sache vielleicht auch nochmal etwas nüchtern betrachten. Serbien. Also Serbien liegt ja in einer politisch spannenden Region. Also mindestens so würde ich es jetzt mal bezeichnen. Aber das Land hat sich in den letzten Jahren wirtschaftlich super stabil entwickelt. Es ist aus EU-Sicht ein EU-Kandidat. Klar, da wird Serbien nicht sagen, nein, wir wollen nichts mit der EU zu tun haben, weil die wollen ja den Schengen-Zugang nicht aufs Spiel setzen. Aber im Land selbst, wenn du dort bist, dann merkst du eigentlich an allen Ecken und Kanten, dass Serbien sehr ausbalanciert ist und sich eigentlich den Weg sowohl in Richtung der EU, aber auch in Richtung der BRICS-Staaten offen hält.
Also man sieht auch, dass Serbien dort eher konservativ unterwegs ist. Es gibt da keine Genderbewegung. Es ist, wie gesagt, in BRICS-Staaten sehr offen. Es gibt da chinesische und russische Banken im Land. Und die Bevölkerung ist natürlich gleichzeitig sehr westlich orientiert, aber man vertritt ja eher die alten westlichen Werte. Also was mir da sehr aufgefallen ist, also die Männer öffnen ihren Frauen oder Freundinnen noch die Beifahrertür am Auto, schließen dann die Beifahrertür, laufen dann ums Auto rum und dann geht's los. Also einfach, wenn man das da so beobachtet, sagt man, das ist ein tolles Land. Also hier gelten noch die alten Regeln und die alten Werte sozusagen, konservativen Werte von früher. Man konnte sich da wirklich wohlfühlen. Fakt ist, Serbien ist übrigens aktuell sicherer als viele Länder innerhalb der Europäischen Union. Also abends läufst du in Serbien, in Belgrad, ohne Angst durch die City. Das wirst du sehen. Und von Mitteleuropa aus, wie gesagt, Flüge gibt es für 50, 60, 70, 80 Euro, habe ich gesehen. Wenn du das mal nachprüfen willst, je nachdem natürlich, wo du in Deutschland wohnst. Und es ist eigentlich kein Abenteuer weit weg, sondern das ist eher mal so ein Wochenendausflug. Und das haben uns auch einige Mandanten beim letzten Mal gesagt, die dort sofort an die Umsetzung gegangen sind. Haben also sogar sind sofort auf der Suche gewesen, vielleicht eine kleine Plan B, erstmal Airbnb-Wohnung zu kaufen oder auch zu mieten und die dann halt selber als Airbnb-Wohnung weiter zu vermieten, aber so sozusagen einen eigenen Rückzugsort in Serbien schon zu haben. Wie gesagt, es heißt ja nicht ein Plan B in Serbien, morgen mit der Familie nach Serbien auszuwandern. Das heißt einfach, schaff dir Optionen. Also schaff dir eine Option im Krisenfall und vielleicht vorher, bevor eine Krise kommt, eine schwierige Zeit kommt, hin und wieder mal am Wochenende, ein schönes Wochenende in so einer tollen, alten, historischen Stadt wie Belgrad zu verbringen und einfach Lifestyle auf einem ganz anderen Niveau zu genießen und vielleicht in der anderen Zeit eine kleine Wohnung, die du dort hast, die du kaufst oder mietest, zu vermieten. Dann hättest du übrigens auch einen echten KYC-Standort, wenn du eine Wohnung hast, weil dann hast du eine Strom- und eine Wasserrechnung. Aber selbst das, wie gesagt, brauchst du nicht bei deiner Umsetzung, weil unser Partner stellte ja eine Wohnadresse, also zumindest eine Postadresse zur Verfügung im Paket. Und damit kannst du auch bereits alles umsetzen, ohne große Kosten für eine Wohnungsanmietung. Ja, wie gesagt, also das, was ich dir jetzt hier anbiete, ist kein Webinar. Das ist kein reines nur YouTube-Video mal zum was lernen über Serbien. Das ist Real-Life-Umsetzung mit einem echten Ergebnis. Also einen kleinen Schritt in Richtung Plan B. Entweder als Ergänzung, wenn du vielleicht schon andere Länder dort vielleicht schon deinen Daueraufenthalt hast, aber sind vielleicht relativ weit weg. Vielleicht hast du ein Mexiko-Visum. Vielleicht hast du schon in Sansibar. Warst du schon mal mit mir in Sansibar und hast dort auch einen Daueraufenthalt beantragt und sagst, ach, in Europa was zu haben mit 2 Stunden Flugzeit ist vielleicht doch gar nicht so schlecht noch als Plan B Wohnsitz. Wie gesagt, die Workshops finden regelmäßig statt. Genaue Termine hier über diesen Link. Und Belgrad selber ist halt zentral gelegen. Auch unser Hotel dort ist zentral gelegen. Also ein paar Minuten zur Bank, ein paar Minuten zu anderen Partnern wie Anwälten oder zum Notar. Teilnehmerzahl haben wir bewusst klein gehalten. Also eigentlich wollen wir nicht viel mehr als 10, 12 Teilnehmer auf dem Workshop. Das bietet ja natürlich die Möglichkeit, auch mit mir, mit unseren Experten vor Ort oder auch mit anderen Teilnehmern dich gut zu vernetzen und schöne Gespräche zu führen. Du kannst einige Schritte vorab schon remote starten, also nutz bitte die Gelegenheit, vorher schon mit unserem Partner dort vor Ort mal am Telefon zu sprechen, was du für Dokumente brauchst, was du mitbringen musst und naja, ja, Fazit. Was können wir jetzt, was kannst du jetzt mitnehmen oder was soll vielleicht jetzt hängen bleiben auf alle Fälle? Also Serbien ist kein klassisches Auswanderungsland, dass du das Video jetzt nicht falsch verstehst. Aber Serbien ist eine extrem spannende Option für deinen Plan B. Also ein Plan B, so wie wir ihn heute bauen für viele unserer Mandanten, da gibt es nicht mehr das Ziel, das eine Land zu finden, in dem alles optimal läuft. Also das wäre natürlich schön. Manche kommen deswegen übrigens nicht ins Umsetzen, weil sie seit Monaten, seit Jahren sagen, ich brauche ein Land, in dem ich die Staatsbürgerschaft erwerben kann, in dem ich so lange wie ich will leben kann, in dem ich vielleicht sogar meinen Beruf ausleben kann, in dem ich ein Bankkonto eröffnen kann, in dem ich meine Kinder eine super Schulausbildung auf einer internationalen Schule vielleicht bekommen können und. Und es ist relativ schwierig, das eine Land zu finden, in dem alles optimal läuft. Und deswegen ist eigentlich ein Plan B-Konzept heute oder baut auf mehrere Elemente. Das heißt, ein Land vielleicht, in dem du ein Bankkonto hast, ein anderes Land, in dem du eine Kryptobörse hast, ein anderes Land, in dem du ein goldenes Visum hast oder ein anderes Land, in dem du eine zweite Staatsbürgerschaft erwerbst, aber dann das goldene Visum dieses anderen Landes eben nicht in deinen deutschen Pass, sondern halt in deinen Zweitpass
einbaust und so weiter und so fort, kannst du schrittweise an deinem Plan B arbeiten. Und ein Schritt könnte, wie gesagt, sein, komm mit nach Serbien, hol dir dort das zunächst erstmal 3-Jahres-Visum, dass du dann nachher auch in ein permanentes Visum umtauschen kannst und mach dir ein Bankkonto, was nicht am Informationsaustausch teilnimmst. Dann bist du einen Riesenschritt weiter und kannst dann in Ruhe überlegen, wie kannst du weitere Schritte ergänzen. Ja, also wenn du deinen Plan B nicht länger aufschieben willst, sondern konkret starten willst, dann könnte der Workshop deine Eintrittskarte sein. Übrigens, die Mitgliedschaft im New Horizons Club ist auch inklusive für 12 Monate, wenn du eines der Pakete dann dort zur Umsetzung bei unserem Partner buchst. Und das sind ja bis zu 6 Beratungssessions mit Sebastian, mit mir oder einem anderen Experten aus unserem Team inklusive pro Jahr. Und Networking in einer geschlossenen Telegram-Gruppe, 15% Discount auf fast alle unsere Events und Workshops hättest du dann auch für 12 Monate dir gesichert. Und falls es nicht in Serbien klappt oder nicht nach Serbien jetzt klappt, naja, einer übrigens der interessantesten Workshops oder Plan B-Reisen überhaupt, die wir anbieten, ist ja unsere Plan B-Reise nach Tansania, Sansibar. Da finden 2 noch statt in diesem Jahr. Mittlerweile waren schon 100, mehr als 100 Mandanten mit und trotz teilweise riesengroßer Skepsis über Tansania, über Sansibar im Vorfeld, haben sich bisher die meisten als Gruppe unserer Mandanten überhaupt für interessanterweise eben Sansibar-Tansania als Plan B-Land entschieden, weil du dort ja für 100.000 US-Dollar Investment in eine Wohnung oder ein Haus, wobei da muss man vielleicht 180.000 Euro mindestens rechnen, wenn du dein Haus mieten willst, ansonsten kriegst du eine Wohnung für 100.000, aber du bekommst eben das lebenslange Wohnrecht und wir hätten auch noch freie Restplätze für die nächsten 2 unserer Plan B-Reisen nach Sansibar. Also wie auch immer, am meisten freue ich mich natürlich, weil das ist der nächste Schritt, das ist schon in wenigen Wochen, dich in Serbien zu sehen. Aber wenn es nicht klappt, dann Sansibar, Zürich, wo auch immer, dann können wir mal über alle deine passenden Optionen sprechen. Ist immer eine schöne Gelegenheit, wenn man so einen Workshop besucht oder eine gemeinsame Plan B-Reise macht. Da verbringt man ja viel Zeit miteinander und da ergibt sich eigentlich hier mal eine halbe Stunde, dort mal eine halbe Stunde. Oder man kann es auch vorher ausmachen, eben nochmal ein direktes Beratungsgespräch, so ein bisschen in der Atmosphäre dieses Workshops. Man hat vorher mit einigen Gleichgesinnten gesprochen und das, wie gesagt, öffnet oftmals vielen noch den Horizont. Ja, wenn dir dieses Video gefallen hat und du weiter interessante Videos nicht verpassen willst, aber viele andere Plan B, Optionen, Möglichkeiten, egal ob es jetzt eine zweite Staatsbürgerschaft ist, Golden Visa sind, Banken im Ausland, Vermögensschutz im Ausland, dann lass dein Like da für dieses Video, wenn du es noch nicht gemacht hast. Abonniere den Kanal, schreib einen Kommentar, wenn du Fragen hast. Und wenn du Interesse an einem der 3 erwähnten E-Books hast, dann kannst du die anfordern. Hier auch der Link dazu. Und hier nochmal der Link oder der Barcode zum Workshop. Ich freue mich, dich zu sehen. Bis dahin bleib neugierig, bleib mutig und bleib fröhlich. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.